Hallo, heute bei Reingedruckt geht es ums Bettleveln. Ich habe da hier mal was vorbereitet, dass wir das auch sehen können, was da tatsächlich wichtig ist. Mache ich das mal so halbtransparent. Ähm, Es gibt ja verschiedene Arten, das Bett zu leveln. Die erste Variante habe ich euch in dem letzten Video jetzt hier gezeigt zu dem Drucker. Des Weiteren gibt es noch eine weitere Variante, wie man das Bett leveln kann und auch vernünftig machen kann. Und zwar, wenn man so einen kleinen Helfer hat, wie beispielsweise Octoprint oder Clipper oder. Clipper ist noch nicht so mein Ding. Da habe ich noch nicht reingefuchst. Aber Octoprint, da kann ich euch ein bisschen was erzählen. Und ich mache mal dazu jetzt Octoprint auf. So. Hier ist mein Octoprint. Ich habe die Möglichkeit, kann das natürlich direkt verbinden mit meinem Rechner. Ja, sage hier, okay, automatisch, verbinde einmal. Nicht wundern, eben standen noch zwei Tools da, ist aber tatsächlich nur ein Tool dabei. Und dann kann ich hier letztendlich den Drucker schon bedienen. Der steht nicht hier in der Nähe, der steht ein bisschen weiter weg, darum ist jetzt ein bisschen komplizierter, da hier ein Bild mit reinzubringen. Aktuell hat der Drucker eine Druckbetttemperatur von 27,1 Grad und eine Tooltemperatur von 27,2 Grad. Mit anderen Worten, bei mir in meinem Raum ist da, wo der Drucker steht, haben wir eine Temperatur von 27 Grad ungefähr. Ist akzeptabel. Ich möchte aber das Bett kalibrieren. Und da gibt es bei Octoprint ein kleines Tool, das heißt Bett visualisieren. Wie ihr da hinkommt, zeige ich euch gerne. Und zwar geht ihr dann ganz kurz mal hier auf den den Maulschlüssel. Dann habt ihr hier den Plugin Manager. Da geht ihr drauf. Und dann reicht es, wenn ihr hier dann einfach nur schreibt BED. Ja, und dann erscheint hier schon das Bett visualisieren. So. Ihr braucht dann bloß noch auf Download gehen. Ist bei mir aktuell hier nicht zu sehen, weil ich habe es halt schon installiert. Und wichtig ist, es muss danach Octoprint nochmal komplett neu gestartet werden. Wenn ihr das bei euch auf eurem Rechner drauf habt, geht ihr rein. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit und könnt hier ein bisschen was einstellen. Das hier ist der Code, den ich für meinen Drucker brauche, um dieses optimal zu benutzen. Wie bin ich an den Code gekommen? Oh, bin ehrlich, ich habe Google gefragt und da habe ich dann so hier ein bisschen, da ein bisschen. Und die Webseite Bett visualisieren, die hat dann halt irgendwo auch ziemlich weit geholfen. Und dann habe ich dann da einfach bloß kopieren, einfügen und fertig. Wenn ihr da mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Gibt es gerne ein extra Video dazu. Dann haben wir hier die Visualisierung. Die habe ich so, wie sie jetzt hier ist, stehen gelassen komplett. Dann das Data. Hier habe ich nur eins gemacht. Ich habe hier einen kleinen Haken reingemacht gehabt. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch gleich gerne. Und genauso habe ich hier auch einen kleinen Haken mit reingemacht. Wieso, weshalb, warum, kommt dann halt gleich auch. Hier habe ich nichts verändert, da habe ich auch nichts verändert und gespeichert. So, warum habe ich die Haken reingemacht? Dadurch ich die Haken reingemacht habe, sind diese beiden Seiten hier automatisch, kommen die mit auf die Oberfläche mit drauf sozusagen. Ja, und die helfen mir persönlich sehr gut oder sehr genau. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Das ist von meinem letzten Visualisieren mit dem Drucker. Möchte ich gerne nochmal wiederholen. Also lasse ich das einmal durchlaufen. Und das dauert jetzt ein kleines bisschen, weil der muss erstmal eine bestimmte Temperatur oder er heizt das Bett auf eine bestimmte Temperatur vor. Und wenn wir hier mal ganz kurz gucken, hier Temperatur, hat er hier schon angesagt, 45 Grad möchte er haben, 33,4 Grad hat er jetzt schon. Hier zeigt das zumindest an, da noch nicht. (38 Grad), doch jetzt zeigt das ja auch an, aber er schwankt. 40, 41. So, dann hört er es kurz piepen im Hintergrund gleich. Und dann fängt er an. Dann tastet er quasi 16 Punkte ab und dann hat er eine ungefähre Information, da war das Piepen, hat er eine ungefähre Information, wie das Bett ungefähr liegt.
Der Drucker hat sich wieder gemeldet. Ich melde mich natürlich auch wieder zurück. Und wenn wir uns das ganz kurz mal angucken, wie steht denn jetzt mein Bett da? Ja, dann haben wir hier die X-Achse. Drehen wir das mal ganz schön aus. Die X-Achse, hier die Y-Achse. Und so sieht mein Bett jetzt tatsächlich aus. Ja, hier 0,1, da. Weiß man erstmal nicht viel, was man damit machen soll. Ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz ein kleines Stückchen hier runter. Und hier habt ihr die Möglichkeit und könnt eure Einstellung separat nochmal etwas verbessern. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz in die Einstellung zurückgehen, weil da gibt es einen Punkt, den müsst ihr selber eintragen. Ihr müsst selber wissen oder messen, wie groß ist, also welchen Durchmesser hat die Einstellschraube, die ihr habt, das Gewinde. Wenn ihr da das richtige Gewindegröße eingeben tut, dann habt ihr eine optische Visualisierung da, oder zeige ich euch gleich, wo die ist, wie viel ihr die Schraube jeweils bewegen müsst, damit das dann halt passend tut. Zeige ich euch gleich genau, was ich meine. So, speichern wir das erstmal wieder. Also bei mir ist es tatsächlich ein M3-Gewinde. Und jetzt ist hier die Visualisierung von meinem Bett zu sehen. Hier ist 0, das sieht wunderbar aus. Hier hätte ich 72 Grad, 72 Grad, was ich die Schraube bewegen müsste. Ja, und da steht dann halt auch im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn. Wer mit dem Englisch nicht so vertraut ist, kommt ja doch ab und zu mal vor, dann einfach bloß übersetzen in Deutsch, rechte Maustaste dazu aktiviert und dann steht hier im Uhrzeigersinn rechts, gegen Uhrzeiger links drehen und dann haben wir hier dann halt wieder auch die Möglichkeit und können das ganze Bett verstellen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das verstellen, dann habe ich hier die 42 Grad, also die 72 Grad. Und das, was ihr hier unten in der unteren Zeile sehen tut, das ist der hintere Teil vom Bett. Das, was ihr in der oberen Zeile sehen tut, das ist der vordere Teil. Also das, was zu euch hin zeigt, sozusagen. Ja, das, was ihr hier seht, ist auf der linken Seite vom Bett. Und das, was ihr auf der Seite hier seht, ist auf der rechten Seite vom Bett. Und euch hat rein theoretisch nur diese 4 Zahlen zu interessieren. Weil alle anderen habt ihr sowieso keine Chance, die zu beeinflussen. Also ist quasi fast unmöglich. Ja, und wenn ich jetzt mal ganz kurz, gehe ich mal kurz hier drauf, so würde mein Bett jetzt so aussehen. Und wenn ich jetzt halt nochmal ganz, machen wir das mal, dass wir das zweiseitig haben. Halt. So. Und SolidWorks hätte ich auch gerne. Ja, das macht er so nicht. Machen wir das so. Genau so. Schieben wir das ein Stückchen rüber. So, also haben wir hier 72 Grad. Ja, das würde jetzt heißen, dass ich die Schraube hier oben, also ich stehe hier vor dem Drucker, ja, und ich müsste diese Schraube so weit rüber drehen. Das wär's. Dann wären diese 72 Grad hier eingesetzt. Ja, also mit anderen Worten, die 2 Schrauben hier oben, das sind die beiden Piktogramme hier unten. Und die 2 Schrauben hier unten, das sind die Piktogramme hier. Ja, ich gehe mal ganz kurz zu meinem Drucker, stelle das mal ein. Ich habe jetzt tatsächlich wirklich nur diese Schraube hier bewegt und mache dann halt nochmal eine Aktualisierung. Der Drucker fängt dann auch schon wieder an. Falls die Frage kommen sollte, wie oft sollte man es machen? Von meiner Seite her wäre die Empfehlung, solange wie ihr das kontinuierlich gleiche Material drucken tut, würde ich ein Bett leveln oder das Bett leveln selber so alle 20 Drucke mal kontrollieren. Meistens verändert sich was. Solltet ihr verschiedene Materialien benutzen, mit anderen Worten, ihr habt verschiedene Druckbetttemperaturen, die ihr brauchen tut, definitiv nach jedem einzelnen Wechsel oder nach jedem Wechsel des Materials, wo dann halt die Drucktemperatur unterschiedlich ist. Also das heißt, wenn ihr von TPU auf ABS geht, habt ihr definitiv eine riesengroße Temperaturspanne und meines Wissens ist das auch nicht gerade wenig, was sich Aluminium verformt. Und wenn man dann halt sagen tut, okay, TPU, sollte das Bett fast kalt sein, und dann reden wir jetzt mal
grob geschätzt bei 25 Grad. ABS sollte man eine Betttemperatur von 100 Grad haben, haben wir eine Temperaturspanne von 75 Grad. Diese 75 Grad reichen aus, dass das Bett enorm verformt wird. Enorm verformt heißt in der Hinsicht, es geht schon in den Zehntelbereich. Ja. Und da sollte man dann halt schon gucken und ja, müsste gleich die nächste Messung wieder fertig sein. Da ist es schon fertig. So, ich habe jetzt diese eine Schraube hier, wirklich nur diese eine Schraube bewegt und ihr seht, das komplette Bett hat sich anders bewegt, also verhält sich anders. Gucke ich mir das aber im Großen und Ganzen an, ist das hier fast alles gleich. Diese eine haut hier ein bisschen ab, die haut auch ein bisschen ab, das hier ist auch fast alles gleich. Verändere ich die beiden jetzt, gucken wir mal ganz kurz hier unten rein. Und da sage ich erstmal so pauschal, nein. Klar kann man es machen, wenn man es, also so, desto genauer man das einstellt, desto besser ist es. Ihr werdet es nie hinbekommen, 0-0. Wenn es mal wirklich einer schaffen sollte, 0-0, schreibt mir das unten mal in die Kommentare mit rein. Ihr habt, oder es hat auch einen Grund, warum man letztendlich sagen tut, okay, der erste Layer sollte 2 oder 3 Zehntel hoch sein. Ja, dass dann halt so Unebenheiten, die im Bett dann halt vorhanden sind, dann damit ausgeglichen werden. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dieses kurze Video war informativ. Und ich sage schon mal ciao, bis zum nächsten. Und man hört sich wieder. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.